Hallo, mein Name ist Brigitte Waldschmidt. Ich bin Farbdesignerin und Künstlerin und die Firma Schminke hat mich heute eingeladen, etwas über die Farben, über Farbzusammenstellungen zu erzählen. Wie kann ich zu interessanten Farbkompositionen für Bilder kommen, die wirklich abseits des Mainstreams sind, die interessant und außergewöhnlich sind. Außergewöhnliche Bilder leben von einer außergewöhnlichen Farbigkeit. Dazu kann ich sagen, ich nehme meine Farbaufstriche, wann immer ich am Malen bin. Ich habe immer Papier parat liegen und auf diese Papierschnipsel gebe ich immer überschüssige Farbe und lege mir im Laufe der Jahre einen Farbpool zu, auf den ich immer zurückgreifen kann. Bevor ich Bilder anfange zu malen, stelle ich mir aus diesem Farbpool sogenannte Farbstenogramme her, wie sie jetzt hier vorzufinden sind. Die können also ganz unterschiedlich geartet sein, mal sehr bunt, aber dann trotzdem wieder auch etwas geordnet. Mal kommen ganz kleine Farbflächen nur vor, die aber der Gesamtkomposition Leben einhauchen. Wenn man also so ein Farbstenogramm erstellt, dass man dann einfach viel besser in der Bildkomposition die Farben verteilen kann, weil man sie schon mal vor Augen hat und man muss nicht Farbe für Farbe sich überlegen, wie komme ich in meinem Bild weiter. Das sind Dinge, die ungemein helfen. Ich hänge mir sie zu Hause an die Wand, bevor ich mit einem neuen Bild starte, als Erinnerung, um in eine neue Farbigkeit überhaupt hineinzukommen. Das ist oft schwierig, weil man an seinen gewohnten Farbgebungen gerne festhält und sich da wenig wegbewegt. Und das ist also eine tolle Hilfe. Als weitere Hilfe stelle ich sogenannte Farbstreifen mit Farbkompositionen her, auf denen man also auch sehr gut erklären kann, warum welche Farbe an welchem Ort sitzen muss. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel diesen Farbstreifen mal betrachten, sehen wir, als relativ aktive Farbe sitzt hier ein Türkis mit einem Reseda-Grün. Und wenn man sich das einfach mal wegdenkt, diese Passage, merkt man sofort, dass dem Bild das Leben fehlt. Es wird etwas langweiliger, es ist in Ordnung und es ist nichts verkehrt, aber dem Bild fehlt einfach das Leben. Und sobald die Farbe wieder hinzukommt, merkt man, wie positiv diese Farbe in so einem Farbstreifen wirkt. Man kann auch noch dazu sagen, dass ich diese Passage nicht hier oben hingesetzt habe, sondern ich habe die Farbe eingebettet in andere Farben und so eine Farbe braucht eine gewisse Einbettung. Ebenso könnte man das mit den Farben hier unten handhaben. Wenn diese fehlen, sieht man auch dieses helle Grün und dieser Ockerton, wie das Bild sofort an Leben verliert. Und in abgeschwächter Form kommen hier die Farben noch einmal, die wiederholen sich im Streifen. Und genauso muss man in der Bildkomposition, wenn man ein Bild aufbaut, vorgehen. Zum Teil wurde das jetzt auch in diesen kleinen Werken, die diese Streifen flankieren, wurde die Farbgebung eingesetzt. Hier sieht man das im Teilbereich, sind auch Bereiche jetzt aus diesem Streifen hier vorhanden. Das ist also nur mal so eine Annäherung. Bei diesem Farbstreifen, der ist also schon sehr gewagt, auch mit diesen dunklen Farbtönen im unteren Bereich. Man sieht, er wird sehr viel eintöniger und langweiliger, wenn der untere Teil fehlt. Aber man merkt auch, dass sich hier oben dieser Orangeton, der isoliert sich plötzlich, weil wir den Orangeton hier unten schon mal haben. Das Rot aus dem Bereich wiederholt sich hier nochmal und so wird dieser ganze Streifen zusammengeschoben und passt einfach. Es wird mit trüben Farben gearbeitet, mit leuchtenden Farben. Und dafür ein Gespür zu entwickeln, ist es schon sehr wichtig, wenn man also Streifen anfertigt. Man hat das noch nicht im Bild direkt festgelegt. Man kann immer noch ein bisschen hin und her schieben. Das ist eine unwahrscheinlich tolle Hilfe zur Bildgestaltung.
Das kann man jetzt auch an dem Streifen nochmal erkennen, den ich ein bisschen schon mal vorbereitet habe. Sie können natürlich so einen Streifen jederzeit zusammenstellen. Man kann immer wieder Passagen austauschen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt diese Helligkeit im Streifen wegnehme, sieht man, es fehlt die Helligkeit. Aber man registriert es erst, wenn man sieht, es ist nicht mehr vorhanden. Man merkt sofort, wie dieser starke Kontrast zwischen diesem matten Gelb, das ist ein pastelliger Gelbton, und zwischen dem etwas abgetrübten Violettton, das ist ja ein sehr, sehr starker Kontrast und den muss man ins Bild einbauen. Genauso verhält sich, also dieser Punkt wiederholt sich an dieser Stelle nochmal, und das ist auch mit einem Bewusstsein gesetzt, einfach zu wissen, hier muss nochmal dieser Punkt kommen, sonst isoliert er sich wieder. Man sieht das sofort, wenn der Punkt wegfällt. Einfach diese Wiederholung. Und hier könnte man auch einen sogenannten Simultankontrast sehr gut erklären. Das ist die gleiche Farbe, hier wirkt sie schmutzig und hier leuchtet sie durch die Umgebung dieses Violetts. Und auch solche Dinge muss man wissen, und wenn man das in ein Bild einbaut, kann man also Punkte setzen, die das Auge sofort im Bild findet. Und wenn man so einen Punkt geschickt setzt im Bild, ist ein Bild auch sehr gut proportioniert. Ebenso verhält es sich mit diesem hellgrün, das fast wie ein Neonton wirkt in der Umgebung. Es ist aber ein ganz normaler hellgrüner Farbton, aber er wird auch durch die Umgebung dieses Türkis und dann wieder mit diesen eher müden Beige-Tönen, die so dazwischen sitzen, würde man normalerweise nie so kombinieren. Dadurch wird dieses Gelb-Grün einfach erhöht und leuchtet zwischen diesen Farben. Selbstverständlich gebe ich so einer Farbe keine Riesenfläche, sondern eher kleine Flächen, und dadurch wirken sie auch noch viel besser. Aber ich kann das auch noch mal an einem Bild erläutern. Oft stellt sich ja die Frage, fehlt dem Bild noch irgendwas, braucht das Bild noch Akzente, was kann ich da machen? Und ich gebe meinen Leuten in meinen Kursen immer den Tipp, bevor ihr grundsätzlich am Bild etwas verändert, geht her und legt einen Platzhalter ins Bild. Dadurch kann man sehen, ob die Farbe dann tatsächlich ins Bild passt. Wenn man jetzt sieht, ich würde hier so ein Grün mit ins Bild nehmen wollen, merkt man sofort, die Farbe in der Intensität findet sich nirgends im Bild. Das wäre die verkehrte Farbentscheidung. Würde ich aber so einen kleinen Teil gelb-grün, ich hoffe, man kann es erkennen, ins Bild legen, merkt man, die Farbe ist hier schon mal in kleinen Teilen eingesetzt. Sowas wird wunderbar ins Bild passen. Ebenso Dunkelheiten. Ich könnte hier noch dunkler werden im Bild. Ich könnte auch noch mal zur Akzentuierung einen Orangeton, der ein bisschen intensiver ist, ins Bild setzen. Solche Dinge würden immer passen, aber so hat man eine wahnsinnige Erleichterung. Bevor man sein Bild zerstört und ist hinterher unglücklich, würde ich immer solche Übungen empfehlen. Und ich kann nur sagen, nie Farbe wegkippen, immer Farbaufstriche machen, gut sammeln, gut sortieren, und dann kann man wunderbare Farbstreifen, Farbrhythmen entwickeln und Farbstenogramme und kann so viel, viel sicherer zu einer gelungenen Farbkomposition kommen. Ich wünsche viel Freude und probieren Sie es einfach mal aus. Stellen Sie sich Ihre eigenen außergewöhnlichen Farbstreifen zusammen und arbeiten Sie in Zukunft ein bisschen zielorientierter in Sachen Farbe.